Es fängt morgens mit dem Good Morning Coffee Stand-Up-Meeting an und endet mit dem Feierabend-Bierchen-Meeting. Dazwischen ist zum Glück noch reichlich Zeit für Kick-Off-Meetings, Status-Meetings und Meeting-Planungs-Meetings. Der persönliche Kontakt fehlt und damit auch das wichtige Netzwerken, Dinge zwischen den Themen, die eigentlich auf der Agenda standen, zu besprechen. Es ist teilweise unübersichtlich, wenn es so viele sind, dass halt auch nicht alle dann gleichzeitig angeguckt werden können, wie das so, wenn man so in die Runde schaut. Das nervt total, dass das Telefon nicht mehr klingelt, sondern ganz viele über Video anrufen und man permanent dann im Präsentiermodus ist. Nicht zu vergessen die Pre- und Post-Meeting-Meetings zur Vor- und Nachbereitung. Zack, ist der Tag auch schon vorbei. Bei vielen Meetings muss man sich ja auch darauf vorbereiten, tatsächlich, weil es um irgendwelche speziellen Themen geht. Ja, da zerrt das schon an den Kräften. Ja. Also möchte man teilweise auch keine ganze Woche machen. Da ist man dankbar, wenn es nur ein Tag die Woche ist. Lange Videokonferenzen lösen außerdem Stress und Erschöpfung aus. Leidet darunter auch die Produktivität im Anschluss? Also je länger es dauert, umso eher driftet man mit Gedanken dann doch ab. Ich muss gestehen, ich finde es eigentlich echt angenehm. Also ich mache es total gerne, gerade auch von zu Hause aus, weil man halt einfach Freiheiten hat, die man halt an der Arbeit direkt nicht hat. Dass man unten die Yogahose anhaben kann und oben die Bluse. Außerdem kann man sich selbst stumm schalten, um mal so richtig zu fluchen. Oder Kamera ausschalten und endlich so gelangweilt gucken, wie man sich tatsächlich fühlt. Doch wer das häufig anwendet, kann sich schon mal auf die Suche nach einem neuen Arbeitgeber machen. Denn wir brauchen diese Zoom-, Google- und Teams-Meetings. Der große Vorteil ist die Zeitersparnis. Also ich muss nicht ständig dann von Raum zu Raum laufen, wenn ich vor Ort im Büro bin, oder aber von Kassel nach Kiel fahren oder nach Stuttgart oder wohin auch immer. Aber so manches Meeting, so der Eindruck, dient eher einem Selbstzweck als der Effizienz. Liegt das mitunter auch an uns Teilnehmern? Ich bin schon jemand, der ganz gerne mal einen Senf dazu gibt. Das ist im Meeting vielleicht gerade über so ein Online-Meeting nicht so gut teilweise, weil es halt einfach stört. In Präsenz ist das halt besser handelbar. Ich bin von Haus aus Personalerin. Also ich habe eigentlich immer zu jedem Thema irgendwas zu sagen. Also ich bin auf keinen Fall die Stille. Man sagt was zu der Sache, wenn man sich 100% sicher ist, dass es auch richtig oder stimmt. Ansonsten hält man sich zurück. Jede und jeder sollte sich fragen, wie kann ich wirksam teilnehmen, damit das Meeting keine Zeitverschwendung ist. Letzten Endes gilt da das Gleiche wie für jede Besprechung, gute Vorbereitung und Nachbereitung. Das muss jeder für sich beherzigen. Was ist noch zu beachten, damit das Meeting effizient wird? Man sollte immer gut überlegen, was will ich erreichen. Ist es ein Brainstorming, ist es eine Kick-Off-Veranstaltung, wo ich möglichst viele Leute brauche, oder will ich wirklich fachlich arbeiten, dann ist sicherlich eine Begrenzung wichtig. Mit 5, 6 Leuten ist es halt wirklich wie in einem Raum, dass man sich gut austauschen kann, finde ich. Wenn man eine klare Agenda hat, eine klare Struktur und einer der Meeting-Teilnehmer oder Teilnehmerinnen dafür sorgt, dass diese Agenda auch eingehalten wird und dass man nicht so ständig vom Thema abschweift. Ja, die Menschen haben viel Meeting-Erfahrung heutzutage. Ich würde sagen, Zeit für ein Follow-up-Meeting mit Andreas Diehl, Berater für digitale Transformation und neue Arbeitskultur, zugeschaltet aus Köln. Hallo, Herr Diehl. Ja, schönen guten Abend. Ja, wir haben jetzt viel von Meeting-Stress gehört. Aber unter welchen Voraussetzungen können Meetings denn wirklich sinnvoll und gewinnbringend sein? Ja, ich glaube, ein paar gute Argumente haben wir eben schon gehört. Also Punkt 1, schadet es nicht zu wissen, wofür man eigentlich ein Meeting hat. Ja, und nicht erst während dem Meeting zu überlegen, wofür man sich dann eigentlich trifft. Eine enge Timebox, also auch klar zu sagen, wir machen dann auch nach 2 Stunden mal einen Cut und ziehen nicht noch eine Diskussion und die richtigen Leute einfach am Tisch zu haben für die Dinge, die man dann besprechen möchte. Also ich höre raus, es braucht ein klares Ziel für ein Meeting, sonst führt es zu nichts und man fragt sich, warum bin ich dabei? Aber was sind so die Hauptgründe, warum es so viele Meetings gibt in so vielen Branchen und Berufen? Ja, zum einen, glaube ich, ist es deutlich leichter geworden, mal ein Meeting zu machen. Die Kalender sind geteilt und es sind dann oft nur 1, 2 Klicks. Ich sehe, wer alles teilnehmen kann. Ja, und dann ist so ein Meeting einmal schnell eingestellt. Ich glaube, es hat aber auch ein paar tiefliegendere Gründe durch Trends oder Phänomene wie Digitalisierung müssen Unternehmen, glaube ich, noch verstärkt in viel mehr interne Abstimmungen einfach gehen. Ja, und das führt dazu, dass ich eben mehr Leute brauche, um gewisse Aspekte oder Dinge auch mal zu besprechen. Ja, und dann sitze ich schnell in der Meetingrunde mal mit 10, 20 Leuten
wo sich vielleicht dann mal ein oder andere mal fragt, ja, warum bin ich denn eigentlich hier? Kann ich was Sinnvolles beitragen zu diesem Ziel? Aber das ist so, glaube ich, einer der Hauptgründe, diese höhere interne Vernetzungsdichte, dass es einfach auch mehr Meetings braucht und eben dann die leichte Eintrittsbarriere, auch mal ein Meeting zu erstellen. Aber dann haben ja manche Menschen im Arbeitsleben so das Gefühl, ich habe hier in zig Meetings gesessen, aber wirklich was produziert, was rausgekommen, was geschaffen habe ich heute nicht. Wie lässt sich das denn ändern? Ich würde sagen, da kann jeder bei sich selber anfangen. Also es darf sich ja vielleicht jeder selber fragen, okay, was dürfte ich vielleicht den Einlader fragen oder könnte ich ihn fragen, was ist denn überhaupt der Sinn und der Grund oder das Ziel, warum treffen wir uns denn? Punkt 1. Punkt 2, kann ich ja auch immer fragen und auch er fragen, welche Rolle spiele ich dabei? Also was kann ich denn überhaupt Sinnvolles mitbringen, damit dieses Meeting für mich, aber auch für alle anderen Teilnehmer, wenn ich dann dabei bin, überhaupt irgendwie eine Relevanz hat und daraus vielleicht auch mal ableiten zu sagen, naja, ganz im Ernst, ist aber ganz klar eine Frage auch der Kultur, der forschenden Arbeit oder generell einer Unternehmenskultur, ob Menschen sich dann überhaupt sowas trauen, auch mal zu sagen, nee, du, ich glaube hier in dem Meeting, da erscheint es mir jetzt gerade nicht so, dass ich da irgendwie zielführend gewinnbringend was beitragen kann. Können zu viele Meetings auch ein Zeichen dafür sein, dass einfach zu viel Arbeit da ist? Also müsste die Arbeit an sich reduziert werden? Ja, das ist mit Sicherheit auch ein Grund. Also ich glaube, es gibt kein Phänomen, was mir in den letzten 10 Jahren als Berater untergekommen ist, was sich wie ein roter Faden durch alle Unternehmen zieht. Es ist einfach latent zu viel. Also Bottlenecks always on top of the bottle, hat Peter Drucker ja mal gesagt. In dem Fall wird dann einfach oft wahllos über eine Organisation, werden dann Initiativen, Vorhaben, Projekte, da noch was gekippt. Und ich glaube, fühlen sich viele einfach damit wohler, immer wieder zu sagen, ja, wir sind dran, als mal auch vielleicht eine klare Entscheidung zu treffen und klar zu priorisieren, zu sagen, ja, nee, wir sind noch nicht dran. Wir machen erstmal das eins nach dem anderen. Da waren ja unsere Großmütter schon unglaublich schlau. Die haben immer schon gesagt, wir sollten auch ein Kloß nach dem anderen essen. Aber in Organisationen werden gern, ja, könnte man sagen, der ganze Kochtopf mit Klößen einmal übergeschüttet. Und das führt eben dazu, dass auch viel zu viel laufende Arbeit im Prozess ist. Ja, und das steigert dann nur noch den Wahnsinn, der ohnehin schon vorherrscht. Also es müsste einfach auch thematisch mehr Prioritäten gesetzt werden in Unternehmen. Dankeschön an Andreas Diehl, Experte für neue Arbeitskultur. Danke nach Köln. Vielen Dank. Also, tschüss. Also, ich nehme mit, ein gutes Meeting braucht ein Ziel. Niemand sollte eingeladen werden, der eigentlich nicht dabei sein muss. Meetings muss man auch absagen dürfen. Und weil in modernen Betrieben, wir haben es gerade gehört, immer mehr über Abteilungen hinweg koordiniert werden muss, werden Meetings trotzdem nie aussterben.